Wait, how did you do that? So, hallo alle miteinander und herzlich willkommen zurück zu The Stanley Parable. Folgendes werde ich jetzt heute sagen, das wird jetzt heute wahrscheinlich die letzte Blind-Episode, weil nach dieser Episode werde ich wahrscheinlich mal so ein bisschen Recherche betreiben müssen, wie ich denn überhaupt noch weiteres Zeug finden kann. Eine Idee habe ich jetzt heute noch und die sieht folgendermaßen aus. Wir gehen nicht raus, wir bleiben im Büro und schauen, ob wir da mit irgendwas interagieren können, um hier ein Ende zu bekommen. Ich weiß nicht mal, ob das funktioniert, aber ich hoffe einfach mal. Wahrscheinlich war das eine blöde Idee. But Stanley simply couldn't handle the pressure. Ah, doch, das passiert was. Make a decision. What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go anywhere except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? Nö. No longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. Moment, das war alles? Echt jetzt? Echt jetzt? But Stanley simply couldn't handle the pressure. Das ist einfach nur noch mal genau das Gleiche, ne? Crucial outcome fell under his responsibility. He had never been. Okay, das ist jetzt natürlich schade, dass das nur so kurz ist und dass man keine Möglichkeit hat, das noch ein bisschen zu verlängern. Oder dass es da noch mehr kommt, aber dann macht es das natürlich jetzt relativ schwer, auf diese Art und Weise noch ein Ende zu bekommen. Ich meine, es war ein Ende, aber es war sehr, sehr kurz. Von daher habe ich jetzt keine Ahnung. Just a matter of time. Moment. Vielleicht kann ich ja irgendetwas erreichen, wenn ich bei allen Computern vorbeigehe und auf die roten Knöpfe drücke. Ich bin jetzt einfach mal nur ein bisschen spekulativ. Waiting Input. Input Receive. Das erreicht. Und dann sind wir schon wieder bei den zwei Türen. Gehen wir noch mal nach links. Ich will jetzt echt mal schauen, ob irgendetwas passiert, wenn ich bei jedem Computer, den ich finde, ihn ausschalte. Auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass da noch so viele Computer waren. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Untergehen war das Stanley wird wahnsinnig Ende, nenne ich es jetzt einfach mal. Stanley walked upstairs to his boss's office. Okay. Warum ist hier eigentlich extra die Tür zu Executive Bathroom und man kann nichts damit machen? Das irritiert mich so ein bisschen.
Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. Was können wir noch machen? Was können wir noch machen? An extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't, yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct. Ja, das kennen wir alles schon. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Ist nur wirklich die Frage, kann ich noch irgendwas anderes machen? Eine Sache, die ich vielleicht noch gerne probieren würde, aber das ist jetzt wirklich noch das Einzige, was mir für diese Episode tatsächlich einfallen würde. Bending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. So, was jetzt meine Idee ist, wir gehen nach hinten. Stanley walked straight ahead Und to the large door that read Mind Control Facility. Gehen hier rein. Und zwar sehr weit rein. The passageway had the word escape written on it. The truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Ja, das wissen wir. Wir werden da jetzt reingehen, sehr weit rennen. Shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Yep, wir gehen jetzt einfach mal so weit wie möglich. Okay, und jetzt gehen wir wieder zurück. In der Hoffnung, dass sich jetzt irgendetwas ändert, weil wir weit hier reingegangen sind, wenn die Tür tatsächlich noch offen ist. Vielleicht reagiert das Spiel ja da drauf. Oh, und ich sag's nochmal, das hier wäre jetzt ein echt gemeiner Moment für einen fiesen Jumpscare. Wann immer ich so eine Möglichkeit sehe, da wird mir enorm mulmig. But of course, Stanley thought better of it and realized he simply had too much to live for. So, sorgt das jetzt für was anderes als das normale Ende hier? The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Okay. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das irgendeine Änderung hervorbringt. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building. Das sieht jetzt relativ normal bisher aus. Reduced to Oh, Moment, was ist da? and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Moment, was ist das hier? Sowas ist mir bisher noch nicht aufgefallen. War das schon immer da? Oder ändern sich da an einigen Stellen so ein bisschen was, wenn, This mind control facility, it was too horrible to believe. feiert. Had Stanley really been under someone's control all this? Ist das vielleicht zufällig generiert? Reason he was Teilweise, was da für Bilder sind? that his emotions had been manipulated to accept it blindly. Das sieht bis jetzt alles noch sehr normal aus. No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's. Moment, Pirate? Never. Das fällt mir jetzt auch zum ersten Mal auf. Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content.
Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Gibt es hier irgendeinen Bildschirm, den ich noch ausmachen kann? Hier nicht. Hier? Control disabled. Hier nichts. Nee, sieht nicht so aus. Ach Mann, das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Ja, also wenn man weiß, was passiert, dann ist das Ganze deutlich weniger einflussreich. Aber ich sag's jetzt echt mal so, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt noch machen könnte, um ein anderes Ergebnis zu erzeugen. Da fällt mir jetzt einfach nichts ein. Das wäre jetzt so meine Idee gewesen, noch zu versuchen, das Spiel normal zu spielen. Den Escape-Raum fast... Hör ich hier Regen? Stanley decided to go to the meeting room to check on his co-workers. He never functioned well by himself and constantly needed support and guidance from others, so the thought of total solitude was terrifying to him. Irgendwas ist... Das hört sich an wie Regen. Warum höre ich Regen? Warum höre ich Regen? Jetzt bin ich... Das ist schon wieder. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ich weiß jetzt nicht, ob das einfach nur ein Soundbug ist. Meine Idee wäre ja dahin zu gehen, wo ich am ehesten noch was hören kann. This was not the correct way to the meeting room, and Was kann ich denn jetzt noch machen? Was kann ich denn jetzt noch machen? First, just to admire it. Das wirklich allerletzte, was mir jetzt für heute einfallen würde, wäre hier in der Employee Lounge zu bleiben. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Ja, und das werden wir jetzt so lange machen, bis irgendetwas anderes passiert, weil das ist wirklich das Einzige, was mir jetzt noch einfällt. Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Ja. Really worth it. Wir versuchen einfach mal. Ich habe jetzt die Hoffnung, dass hier noch irgendetwas passieren könnte, weil wenn ich zu lange hier drinnen bleibe. Ähnlich wie dem Spiel mit der Besenkammer. Creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. Okay. Mir egal. Ich werde jetzt einfach hier drin bleiben, in der Hoffnung, dass hier noch irgendetwas passiert. Ähnlich wie mit der Besenkammer. Stanley sat around waiting for more dialogue. But when a long time had passed and there was no more, he decided that the game was trying to send him a message. Was für eine Nachricht denn? Ich warte. Ja, komm, sag mehr.
Warte ich darauf. Das ist genau das, was ich will. Ich will weiter erkunden, ob es hier noch irgendwas gibt. Was natürlich schön wäre. Aber ich glaube leider, dass jetzt nichts mehr kommen wird. Ach. Es ist natürlich jetzt ein bisschen enttäuschend, dass ich das jetzt hier für den nächsten Teil mache, in meinem Blind Let's Play, aber ich bin wirklich jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich nicht mehr wirklich weiß, was kann ich noch anders machen, um dafür zu sorgen, dass irgendetwas anderes passiert. But at last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. Eigentlich nicht, nee. Ich habe nicht genug von dem Raum. Ich will einfach nur, dass da noch irgendwas passiert, aber das scheint nicht zu sein, dass da noch was passiert. Money! Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Kann man eigentlich auch da unten hinkommen? Look, Stanley, I think perhaps... Moment, das wäre jetzt noch eine Idee, genau. I'm not your enemy, really. Da unten hin. I realize that Ich investment... meine, das Ding trägt uns ja. But the fact is that the story has been about nothing but you all this time. Mal schauen. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you forgot. Yay! Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Wie denn? Ich meine, ich weiß, was du da oben mit mir machen willst. Das ist nur ein schlechter Witz, um mich blöd dastehen zu lassen. Von daher weiß ich, dass du nicht hundertprozentig auf meiner Seite bist. Aber hier haben wir jetzt tatsächlich noch mal was gefunden. Ja, damit bin ich doch zufrieden. Wir gehen jetzt weiter. Danger. Danger everywhere. Echt jetzt? Okay, was für eine Art von Gefahr? Fällt mir jetzt irgendwas auf den Kopf? Do not stand on this side of fence. Ja, okay. Oh. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Wow, 2 komplett weitere Türen. Ah, hier habe ich jetzt Möglichkeiten. Okay. Wir gehen durch die blaue Tür. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. Nein. Ich habe dich nicht falsch I verstanden. don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. Nein. All right, fine, go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. Haha. Ja, glaubst du, ich lasse mich von dir nicht stoppen, Herr Erzähler. There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you Drachen oder Aliens? new design, and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Eine neue Möglichkeit. Oder ich könnte... Was würde passieren, wenn ich jetzt an dieser Stelle nochmal entweder nach links oder nach rechts gehe? Das ist jetzt natürlich interessant. Okay, jetzt habe ich noch eine Möglichkeit gefunden, weitere... Ah, okay. Aber wir unterhalten jetzt mal deine Idee und nehmen die neue Tür. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version.
Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Please rate your experience. Ist das notentechnisch oder wie viele von wie vielen Punkten? 4. Du kriegst 4 Punkte dafür. Okay, so we're getting somewhere. Clearly there's something here that speaks to you. If I can be honest here, I really don't have any idea where I'm going with this. This whole third door thing was just a stab in the dark. But I guess you're into it, so let's keep this party train rolling. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Okay, zeig mir, was du hast. Stanley Parable, Worldwide Leaderboard. Ist offline. Ja genau, jeder schafft es in ein paar Sekunden, das Spiel komplett durchzuspielen. Es geht hier runter. Die Intro-Sequenz. Stanley! Allerletzter! Mit über 7 Minuten. Oh, du bist gemein! You're objectively ranked 9,300 players worldwide. Why not ask some friends for help? Error. Friends list empty. Oh, meine Güte, du bist gemein. You worst people choose the blue door. I'm more attractive than Stanley. Oh komm, du bist echt einfach nur gemein. Eine tote Ratte hat das Spiel schneller geschafft als ich. Du bist echt gemein. Absolut gemein. Wenn wir jetzt hier nochmal reingehen. Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Also, es war gemein, aber es ist wahrscheinlich schon irgendwo sinnvoll, um durch Türen durchzugehen. Von daher gebe ich dir 5. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some testing. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Nö, können wir machen. Boot it up. In this game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game. What? All about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. Wie bitte? You give it 4 hours of play to make sure it's effective. Be sure to keep notes on your experience. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Oh mein Gott, das ist Folter. Das ist absolute Folter. Hör auf ins Feuer. Komm, lass es einfach. Ich habe keine Lust. You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. Was willst du mich denn jetzt spielen lassen? Yes, this seems like it'll work. Let's give it a shot. Wie bitte? Is this any better? At last, the one thing you've all... Minecraft? A game I had absolutely nothing to do with. But is it enough? Tell me that, Stanley. Will it ever be enough? Well, I'll say this. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. You. From now on, I will only create to fulfill a greater artistic purpose. Watch this, Stanley. I'm going to build a house. Wo? Okay. This will go here. Ich meine, okay. Here. And then... Let's see, what does it need? Yes, of course. Just to finish it all off. Yes, it's complete. I made this, Stanley. Look at it.
Gaze Ich sehe at das. the work of art and feel ashamed at your own inadequacy. Ah, but you've only seen it from the outside. You've only gotten half the experience. Please, step inside and make yourself comfortable. Okay. Isn't it grand? Isn't it Ja. perfect? It could only Ja. be better if... Wait, that's it. We must rebuild it out of diamond. Diamond everything. Yes, yes, yes. Come along, Stanley. We have to go mining. Okay. Also ich muss zugeben, ich habe Minecraft nie gespielt. Fand es als Konzept zwar ganz interessant, aber selbst gespielt habe ich Minecraft nie. Von daher weiß ich jetzt auch nicht, ob ich von den Steuerung her irgendwas falsch mache oder ob man hier springen könnte. Na gut, wenn wir nach Diamanten suchen müssen, nehme ich mal an, wir müssen It nach looks like unten it's getting gehen. a bit dark. Have you brought a light? Nö. Okay. Oh, no, 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 no. This is far more open-ended than I had in mind. I'm looking for something more narrow and linear. Something that makes you feel utterly irrelevant. This won't do at all. 1 out of 5. Even the diamonds couldn't save this one. Okay. Hilfe. Wo sind wir denn jetzt? Oh, Portal! Yes! I don't even know what this game is, but I love it. You, trapped in a glass box with no way out, listening to me talk. Oh, it's inspired. I couldn't have done it any better myself. What is this game even supposed to be? I can't figure it out. Okay, now I'm curious. Let's go find out what the hell this is. Das Radio nehmen wir mal mit. Portal habe ich tatsächlich gespielt. Zumindest den ersten Teil. Und das fand ich ganz lustig. Von daher, beschwere ich mich jetzt mal nicht. It's a puzzle. Critical thinking, Stanley. Your forte. Okay. Der Companion Cube wird hier abgelegt. Genius. Und dann kommen wir weiter. Ist das jetzt einfach nur ein Portal-Playthrough und du kommentierst alles, was ich mache? No, actually, you know what? I think that's plenty. I really don't care much to see you stumble through any more of these games, and I highly doubt you're any wiser for the experience. Which is why, rather than continue to waste my time, I'm just going to leave you here. You can pretend you've beaten the game if it makes it any richer for you, but as for me, I've had enough. So, why don't you get cozy in this room, and if you have any grand revolutionary ideas for the perfect video game, you can just sit there and let it ball up inside you for all eternity. I don't need your advice. I don't need your ratings. And I certainly don't need the validation of a man whose job is to push buttons. I think I'll just go about my business, making meaningful cultural contributions to the world. And perhaps every now and then I'll think back to a man named Stanley who was objectively wrong in every decision he ever made. The thought won't last long. Goodbye, Stanley. Good luck with your work. And I sincerely hope that everyone lives happily ever after. Okay. Na gut, dann werde ich mich jetzt wahrscheinlich hier reinwerfen müssen, oder? Oh, ich bin nicht gestorben. Ich hätte jetzt echt gedacht, ich sterbe daran. Work in Progress. Filing Cabinets. Ah, ist das wie das Spiel mal ausgesehen hat oder wie das Gebäude mal ausgesehen hat und wo alles hinkommen soll? Ich sehe nichts. Oh. Bin ich jetzt tot? Nein, scheinbar nicht, aber jetzt sieht es sehr horrormäßig aus. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Oh Mann. Ich will dieses Spiel hier spielen, weil es lustig ist. Ich bin eigentlich nicht so wirklich an Horrorspielen interessiert. Ich habe... Ah, komm schon. Kann ich irgendwo hingehen?
und irgendwas passieren lassen. Oder ist das jetzt hier einfach nur komplett leer? Oh, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir absolut nicht. Irgendetwas muss jetzt doch mal passieren. Bitte. Okay, da hinten brennt Licht. Das ist ein gutes Zeichen. Ah. 427. Los, gehen wir da rein. Hier noch irgendwas passieren? Bitte? Vielleicht muss ich doch noch woanders hin. Oder ich weiß nicht. I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice, and if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end, to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. I can wait. Ich auch. Okay, das war jetzt tatsächlich nochmal interessant für heute. Ich bin froh, dass ich nochmal ein bisschen erkundet habe. Und beim nächsten Mal werden wir schauen, was passiert, wenn wir durch die rote Tür da gehen. Aber das war's für heute mit The Stanley Parable. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.